Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Jan. Für Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck war der Streit im Bundestag um die Migrationspolitik ja nach eigenen Worten körperlich kaum zu ertragen. Wie ist es dir denn ergangen? Also ich konnte gestern gar nicht meine Augen wenden von dem Spektakel im Parlament. Also normalerweise schaue ich mir nicht so genau an, die Reden, die da gehalten werden. Ich glaube, das ist vielen so gegangen, wenn zumindest auszugsweise mal reingehört haben. Und ich glaube, also dafür, dass ja der Wahlkampf bisher so dahingedümpelt ist, ne, ohne richtiges Thema. Also jetzt stehen wir vor einer Entscheidung, es ist auch relativ klar, was im Angebot ist. Also auf der einen Seite Rot-Grün, die sagen, also eigentlich grosso modo, uns sind die Hände gebunden, so muss es weitergehen. Und auf der anderen Seite, in diesem Fall Friedrich Merz, der gesagt hat, nee, das wollen wir nicht akzeptieren, wir wollen, dass es anders wird in diesem Lande. Und dazwischen kann man sich jetzt entscheiden. Und währenddessen sagt Kanzler Scholz, Merz hat sich verzockt. Warum ist denn Friedrich Merz aus deiner Sicht dieses Risiko überhaupt eingegangen? Hat er viel riskiert und ja, nichts gewonnen? Also, wenn ich jetzt Politikberater gewesen wäre, hätte ich gesagt, denk mal drüber nach, was sind so die Vor- und Nachteile? Der Nachteil ist, klar, also wenn man es dann nicht nur bei der Ankündigung belässt, ab Tag 1, wenn ich regieren sollte, wird alles anders, sondern jetzt auch noch eine Abstimmung im Bundestag erzwingt, dass man zwar, klar, einerseits sozusagen erzwingt auch die anderen zeigen, dass sie ein bisschen blank sind, aber man schafft natürlich auch Mobilisierungsthema für die andere Seite. Man sieht das ja bei diesen Demonstrationen. Und man verunsichert natürlich auch ein paar Leute in der eigenen Partei, die nach wie vor noch so an Angela Merkel hängen. Ob er jetzt sich verzockt hat, ich weiß nicht. Also es wird jetzt viel darüber gesprochen, dass er nicht seine ganze Fraktion hinter sich gehabt hätte. Also es haben 12 am Ende CDU-Abgeordnete nicht die Stimme gehoben für dieses Paket. Das ist, wenn man mal genau hinguckt, natürlich, das sind alles Leute, die jetzt Angela Merkel sehr verbunden sind. Also angefangen von Helge Braun, dem ehemaligen Kanzleramtschef, über Thomas Heimann, Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten, Monika Grüssers, ja, der großen Kulturstaatssekretärin. Das sind alles Merkelianer. So. Und nachdem nun Angela Merkel ja auch schon sozusagen selbst zur Jagd geblasen hatte auf Friedrich Merz, sind die alle draußen geblieben. So. Also insofern bei einer Fraktion von fast 300 Leuten, 12 Merkelianer nicht dabei gehabt zu haben, da würde ich mal sagen, am Ende relativ große Geschlossenheit. Und dennoch, wie soll es denn jetzt weitergehen nach der Wahl im Februar? Dann wird die Union ja durchaus einen Koalitionspartner brauchen, so wie es aussieht, wenn es nicht die AfD sein soll. Bleiben noch SPD und Grüne. Die hat er ja nun, also der Merz, ja nun nicht so auf seiner Seite. Und dann? Nee. Gut, aber das ist ja ein neues Spiel. Das ist ja immer so. Also vorher blasen alle wahnsinnig die Backen auf und dann am Ende muss man irgendwie wieder zusammenfinden. Das stimmt, das ist diesmal ein bisschen schwieriger möglicherweise, weil eben alle jetzt so sich wahnsinnig ins Zeug gelegt haben. Ne? Andererseits heißt es doch dann, ja, also zum Beispiel, wenn es dann um ein Einlenken bei den Sozialdemokraten gehen sollte, also bevor sozusagen wir das Land ja dem Faschismus wieder überantworten und die Tür aufstoßen zu einem neuen 1000-jährigen Reich, ja, müssen wir jetzt sozusagen staatspolitisch die Verantwortung schultern und eben unseren Beitrag leisten in dieser großen Koalition. So irgendwie findet man dann auch immer einen Weg. Ich finde ein bisschen erstaunlich, ehrlich gesagt, finde ich, wenn man nicht selber im politischen Geschäft ist und von der Seitenlinie wie wir. Also wenn man sich das anguckt, was die sich so im Bundestag auch an den Kopf werfen. Ja? Also wenn mir einer sagen würde, dass er mich letztlich für wieder sozusagen für so eine Reinkarnation eines kleinen Hitlerchen hält. Ich glaube, das würde ich ernst nehmen. Also da würde ich nicht am nächsten Tag, beziehungsweise 3 Wochen später sagen, ach guck mal Rolf, ja, jetzt sind wir wieder sozusagen Partner. Also das verlangt, finde ich, wirklich von den Politikern viel ab, auch an Großmut und an Nachsicht und an Fähigkeiten zu verzeihen. Also ich glaube, ich wäre da nachtragender. Da wird auf jeden Fall eine Menge zu kitten sein. Danke, Jan Fleischhauer, für deinen Kommentar und deine Einschätzung.
Danke euch auch. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.